Hallo, ihr Lieben. Heute werde ich Galbizim machen. Habt ihr schon von Galbizim gehört? Galbizim kochen wir normalerweise an koreanischen Feiertagen und besondere Tagen wie Geburtstag serviert. Es ist ein perfektes Gericht, um mit großen Familie zu teilen, wenn ihr viele Freunde habt, die euch besuchen. Mein Rezept ist einfach zu machen, aber es ist super lecker. Es fordert einige Zeit. Alle guten Rezepte erfordern ein wenig Geduld und viel Liebe. So, lassen Sie mich meine Galbizim von jetzt vorstellen. Ich habe 2 Kilogramm Rindfleisch kurze Rippen gekauft und ich tue das Fleisch in kaltem Wasser mindestens eine Stunde tränken lassen. Der Grund, warum ich das Rindfleisch im kalten Wasser tränke, ist die Entfernung des Blutes aus dem Fleisch und Sie können nicht leicht sehen, aber es gibt eine Knochensplit zwischen den Rippen. Daher wasche ich gründlich. Gerade habe ich das Rindfleisch in heißem kochendem Wasser für ca. 5 Minuten blanchieren lassen, also kochen lassen, das Blut vom Knochen wegzubekommen. Jetzt kippe ich Rindfleisch mit gekochtem Wasser und nochmals gründlich säubern. So ist dieser Prozess, um das überschüssige Fett aus den Rippen des Rinds zu entfernen. Alle Zutaten in einem Blick für Galbizim-Marinade. Ich hatte keine braune Zucker, so ich benutze weiße. Es ist auch in Ordnung. Lauchoverteil oder Lauchspitze, was korrekter Name dafür ist. Ich denke, Sie verstehen, welche Teil ich meine. Ich rühre die Soße gut um und dann gieße ich die Soße zu den Rippen des Rinds. Ich lasse es zum Kochen. Es wird etwa 50 Minuten bis eine Stunde dauern. Ich möchte sicherstellen, dass das Rindfleisch alle in der Soße sind. Während unserer Rippen köcheln, gehen wir das Gemüse durch, das wir brauchen. Wir brauchen 300 Gramm Rettich, schneide ich große Stücke, Viertel so. Das Hinzufügen von Rettich ist wichtig, um diese köstliche und einzigartige Galbizim-Soße zubereiten. Wenn Sie extravagant sein möchten, können Sie Rettich und Karotten in runde Form schneiden. Halte ich das für notwendig? Nicht wirklich. Aber ich mache irgendwie immer. Sie können auch so lassen, es liegt an Ihnen. Vom Geschmack her kein Unterschied.
Jetzt schneide ich Stackelpilze, Vierteln, und dann ich werde 2-3 Stücke als Ganze lassen für Augenpräsentation. Und Frühlingszwiebeln so 5 cm Länge zu schneiden und dann auch rote und grüne Paprika in derselben Länge. Wäre gut. Und dann Kastanien 70 Gramm. Und ja, jetzt köchelnde Rindfleisch tun wir unsere Jujube rein. Und das ist, nennt man Daechu auf Koreanisch. Jujube ist getrocknete asiatische Obst, schmecken leicht süß und zimtiger Geschmack. Weil Galbijim so feinschmeckerisch ist, dass es auch Teil von Gumsung-Yory gehört, das wir in Korea früher für Könige und Königinnen gemacht haben. So, ich lasse jetzt 15 Minuten köcheln lassen. Danach, jetzt nach 15 Minuten, ich tue als Garnitur Frühlingszwiebeln und rote und grüne Paprika rein und dann mischen wir gut zusammen. Eigentlich gibt es kein genaues Rezept für Wasser. Wenn es zu trocken aussieht oder es an Soße oder Flüssigkeit fehlt, können Sie eine halbe Tasse Wasser hinzufügen, aber ansonsten können Sie dann präsentieren. Oh, 맛있겠다. Ich kann kaum länger warten zu essen. Ich habe das silberne Geschirr meines Mannes zu Ehren des koreanischen Gumsung-Yory, heißt Royal Cuisine, königliche Küche, verwendet. Es passt hervorragend. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wäre schön, dass ihr meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder für neue Rezepte. 안녕!